Wer kennt alles den marokkanischen Tee? Sehr süß, aber sehr lecker. Schreibt mir das mal gerne mal unten in den Kommentaren. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr einen leckeren, super saftigen Fanta-Kuchen machen könnt. Den habe ich am Silvesterabend zu meiner jüngeren Schwester mit nach Hause genommen. Vorab zeige ich euch ein paar kleine Ausschnitte. Herzlich willkommen auf Rabias Kitchen. Ihr seht hier noch zum marokkanischen Tee ein paar passende Gläser. Das ist quasi wie eine Teezeremonie, das muss alles passen. Spontan hatte ich noch eine leckere Schokotorte mit Himbeeren gebacken. Wenn ihr möchtet, dass ich die auch gerne für euch als Video poste, dann schreibt mir das doch gerne mal in den Kommentaren. Hier hat meine Schwester den Fanta-Kuchen mal anders präsentiert bzw. serviert auf einer Spiegeldrehplatte mit ein bisschen Obst, mit ein bisschen Nüssen. Ich finde, das ist mal eine ganz andere, schöne Art, einen Kuchen bzw. eine Torte zu servieren. Wie findet ihr die Idee? Schreibt es mir doch gerne mal in den Kommentaren. Die Schokotorte hatte ich wirklich spontan gebacken und dafür ist die mir sehr gut gelungen. Hier seht ihr jetzt mal den Anschnitt und meine Schwester hat ja wie gesagt die Torte nicht komplett serviert, sondern auf eine Drehplatte. Kommen wir jetzt zu den Zutaten für den Fanta-Kuchen. Für den Biskuitboden benötigt ihr 4 Eier, 200 Gramm Zucker, 150 ml Öl, 180 ml Orangenlimonade, 300 Gramm Mehl, 30 Gramm Speisestärke und ein Päckchen Backpulver. Als erstes werden die Eier mit dem Zucker schaumig gerührt. Ihr könnt das mit eurer Küchenmaschine machen oder mit dem Handrührgerät. Das dauert circa 5 bis 10 Minuten. Wenn sich das Volumen deutlich verdoppelt hat und richtig schön schaumig geworden ist, schalten wir die Küchenmaschine auf ganz niedrigster Stufe und rühren dann das Öl hinein. Wichtig ist nur, dass ihr das Ganze auf niedrigster Stufe einrührt, denn wenn ihr das wieder zu schnell einschaltet, dann holt ihr euch wieder die schöne Luft wieder raus, die ihr euch mühsam eingerührt habt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Teigschaber machen. Ich gebe jetzt gerade hier das Mehl hinein. Im Mehl habe ich schon mal Speisestärke und Backpulver untergemischt und das gebe ich jetzt vorsichtig zu der Eimischung hinzu. Das ist übrigens mein zweiter Fanta-Kuchen, den ich euch jetzt zeige. Der erste war mit einer Mandelhaube, auch sehr lecker. Das verlinke ich euch gerne unter dem Video in der Beschreibung. Zum Schluss gebe ich dann die Fanta hinzu, ganz vorsichtig unterrühren und dann ist der Teig auch schon fertig. Jetzt habe ich meinen Backrahmen auf 30 x 40 eingestellt, auf ein Backblech mit Backpapier draufgelegt und jetzt kommt der Teig hinein. Den Backofen habe ich vorher auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und da kommt jetzt der Fanta-Kuchen für ca. 20 bis 30 Minuten. Macht bitte die Stäbchenprobe, jeder Backofen ist anders. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Creme vorbereiten, die dann oben drauf kommt. Dazu benötigt ihr 400 Gramm Schwand,
ein Päckchen Vanillezucker, ein Teelöffel Vanillepaste oder eine halbe Vanilleschote, die hatte ich noch übrig gehabt, 600 Gramm Sahne, 3 Päckchen Sahnesteif und 80 Gramm Zucker. Als erstes wird die Sahne steif geschlagen, dazu füge ich Sahnefest und Vanillezucker hinzu und Vanillepaste oder halt Vanillemark. Wenn die Sahne fest geworden ist, gebe ich dann den Schmand nach und nach hinzu. Zum Schluss kommen noch ein paar Pfirsichstücke und den Zucker hinzu. 80 Gramm habe ich insgesamt genommen. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Zucker haben möchtet. Statt Pfirsichstücken könnt ihr natürlich auch ein anderes Obst nehmen oder komplett weglassen. Wenn der Fanta-Kuchen dann fertig gebacken ist und ausgekühlt ist, löse ich ihn vorsichtig mit einem Messer vom Rand, lasse ihn aber noch im Rahmen drin. Auf den Fanta-Kuchen gebe ich dann die Schmandcreme und streiche diese einmal glatt. Falls du neu auf meinem Kanal bist, hinterlass doch gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo, dann verpasst du auch keine weiteren Videos von mir. Bin übrigens auch auf Facebook und Instagram, freue mich gerne auf Fotos, wenn ihr die Rezepte nachgebacken habt. Der Kuchen kommt dann für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich habe ihn über Nacht im Kühlschrank gelassen. Jetzt zeige ich euch mal den Anschnitt und der ist wirklich super lecker cremig geworden. Der Boden richtig schön lecker saftig und fluffig. On top kann man natürlich, wenn man mag, noch ein paar geröstete Mandelhobel drüber machen oder halt ein bisschen Kakao drüber streuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken, einen guten Appetit. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.